So Leute, es geht los. Wie mache ich aus einer Tube Silikon einen Feuerball? Wichtigste bei der ganzen Sauerei, eine Unterlage, Zeitungspapier am besten, das man wegwerfen kann, und Handschuhe. Einweghandschuhe sind am besten. Man kann auch andere nehmen. Auf jeden Fall schmiert man sich und saut nicht so die Hände zu. So, das sind Halbkugeln, die man aus dem Bastelbedarf kriegt. Verschiedene Farben, Größen, Entschuldigung. Aus denen man dann verschiedene Feuerballgrößen machen könnte. Zum Beispiel den kleineren Feuerball 1, den etwas größeren 2. So, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben die Silikontube schon aufgemacht, nehmen uns einen Behälter, in dem wir dann Silikon mischen können und irgendwas zum Umrühren. Ich nehme meistens immer so einen alten Pinselstiel. Kann jeder machen, was er will. So, dann kommt erstmal ordentlich rein. So, ich hoffe, das reicht. Also für einen auf jeden Fall. So, und dann nehmen wir Window Collars in verschiedenen Farben. Jetzt rot für den Feuerball. Ich hoffe, dass man so gut sehen kann. Da braucht man gar nicht wirklich viel Farbe. Einfach so ein bisschen drauf. So, das muss schon reichen. Und dann mischen wir das Ganze etwas unter. So. Ja. Kann man auch mit anderen Farben machen, je nachdem, was man halt machen will. Für Eisbälle zum Beispiel, sagen wir blau mit weiß oder transparent weiß, da macht man halt nicht so viel rein. So, und dann nimmt man die ganze Pampe, nimmt erstmal so ein bisschen was, schmiert das dann hier quasi in die Hälften rein. Nicht zu dick, muss man halt ein bisschen gucken. So. Ja. Ja. Und Leute, für geruchsempfindliche Leute, vielleicht eine Maske oder so tragen, weil der Essiggeruch ist schon... Naja, gut. So. Ein bisschen verteilen. Ein bisschen noch. Nicht zu dick machen, so ein paar Millimeter nur, sonst wird das ganze Teil nachher zu hart. Am Rand kann es auch ruhig ein bisschen dicker sein, jetzt nicht zu dick, aber die Kugeln, die müssen ja nachher zusammenpassen. So, andere Seite. Gleiches Spiel. Ja, das reicht gerade so für die erste. Obwohl, ich will auch, glaube ich, nur die eine machen. Geht ja nur darum, um das Prinzip zu zeigen, wie man sowas macht. So. Schauen wir mal. Puh. Ja. So. Ja, damit fast fertig. So, noch ein bisschen. So. Ein bisschen verteilen. Müssen wir auch noch ein bisschen. So. Ein klein wenig. So. Ja. So. Zu viel. So. Ja. Wieder der typische Vorführeffekt. Die
klappt es noch nicht, aber so oft mache ich die Teile auch nicht. So, vielleicht noch nicht so ganz. Ist irgendwie an ein paar Stellen etwas zu dick geraten. So muss man noch ein bisschen verteilen. Hab's ein wenig zu großzügig gemeint. Ja, Silikon zu verteilen ist ein bisschen blöd gemacht. Das klebt halt immer so. So, man hat ein bisschen den Finger zur Hilfe. So. Ja. Ganz so immer noch nicht. So. Ja, wie gesagt, das ist wieder der so typische Vorführeffekt. So. So, haben wir das fertig. Dann nehmen wir die zwei Hälften, machen sie zusammen. Ja. Sollte schon bündig schließen. So. Schön darauf achten, dass die Kanten auch aufeinander sind. So, dann wäre das soweit fertig. Und das Ganze lassen wir dann so, hängt jetzt von den Zimmertemperaturen ab, so 1 bis 2 Tage trocknen, um sicher zu gehen, dass auch alles trocken ist. Und dann geht es weiter. So, dann sehen wir uns, sobald das trocken ist. Und weiter geht's. Der Silikonball müsste jetzt eigentlich trocken sein. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen hier noch über die Oberfläche durch die Handschuhe und da zusammendrücken. Da ist dann immer so eine kleine Schicht auf der Kugel drauf. Die kann man einfach so runterpellen. Stört eigentlich nicht wirklich. Geht auch ziemlich schnell, wie ihr seht. Einfach mit dem Daumen, generell mit den Fingern. So. Schon so gut wie fertig. Auch hier so an den Kanten, wo die Kugelhälften zusammenkommen. Das nachher beim Auseinander machen auch was besser. So. Als Unterlage nehme ich immer so ein Ding, damit man das halt draufstellen kann. Ich hoffe, das sieht man so gut. So, kann auch irgendwas anderes nehmen. So, jetzt kommt das Schlimmste an der ganzen Sache, wenn man die Kugel dann auseinander macht. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu geruchsempfindlich, weil durch den Silikon ist hier viel Essig drin. Man nimmt am besten den günstigen, habe ich die Erfahrung gemacht. Geht besser aus der Kugel raus wie teurer. Kriegt man im Baumarkt, kostet noch keine 2 Euro so eine Tube. Der teurere kostet 5, 6 Euro und den kriegt ihr meistens sehr schwer nur noch aus diesen Kugeln raus. Also tut euch einen Gefallen, nimmt den günstigen. So, dann fangen wir an. Ziehen wir so vorsichtig auseinander. Ein bisschen drücken. So, und hoffen, dass das Ganze schon trocken ist. Oh ja, riecht schon gut. So, dann haben wir schon mal die erste Hälfte raus. Macht da einfach so ein bisschen drücken, damit sich das Ganze löst. Und schon habt ihr eine Kugel. Daran können wir dann weiterarbeiten. Wenn es an einigen Stellen wie hier nicht ganz so dick ist, wie gesagt, seht ihr, kann man gut zusammendrücken. Wo ein bisschen Luft rauskommt, ist sowieso gut, weil man das Ganze nämlich noch an einer Stelle ein bisschen einschneiden wollen. Aber das erkläre ich euch jetzt gleich. Ich gehe meistens hin, an den Stellen, wo hier ein bisschen dünner ist, mache ich nachher nochmal Silikon drüber. Seht ihr jetzt gleich. Erstmal die zwei Hälften auf Seite. Dann wieder das obligatorische Handschuhe anziehen. So. Dann nimmt er wieder das normale Silikon, was ihr vorher auch genommen habt. Wieder anmischen, diesmal nicht so viel. So. Guten Schuss. So. Reicht. Dann nimmt er wieder Farbe. Wieder nur ein bisschen, braucht nicht viel. Wieder rot.
gesagt, wenn er irgendeinen anderen Feuer, Wasser, egal, Eisball, dann nimmt er halt einfach eine andere Farbe als Grundfarbe, wie blau, für einen Giftball vielleicht grün oder ähnliches. So, ja, hat vielleicht ein bisschen mehr, aber ist jetzt ja nur zur Demonstrationszwecke. Dann nimmt er die Kugel und schmiert das über diese kleineren Stellen, die vielleicht die nicht ganz so dick sind, drüber. Also relativ dünn. Weil diesen ganzen Schritt machen wir in 2 Arbeitsschritten. Erstmal die eine Hälfte, dann die andere. Geht einfach mal so ein bisschen drumherum. Ruhig großzügig verteilen. Und zu dick. Wenn es ein bisschen mehr ist, kann das ja wegstreichen. Mit was auch immer ihr das auftragt. So. Das ist jetzt halbwegs gleichmäßig. So. Und dann geht er hin. Das ist das wichtigste Werkzeug, euer Finger. Deshalb die Handschuhe. Abgesehen davon, dass er die auch so voll saugen kann. Dann geht er einfach hin und macht dies. Damit zieht er quasi Fäden, dass das nachher so ein wenig aussieht, als wenn da Flammen am Lodern sind. Das macht er dann so lange, bis er denkt, dass das Ganze okay für euch ist, so rein optisch. Nicht zu lang ziehen, aber schon so ein bisschen. So. Geht auch relativ schnell, wie ihr seht. Nachher machen wir noch ein paar andere Farben drauf, sobald die 2 Hälften fertig sind. Und dann geht es quasi dann weiter und dann ist das Ding eigentlich schon so gut wie fertig. So, ich hoffe, kann man gut sehen. So. Ja. Dafür nimmt er dann wieder quasi dieses Style, weil auch immer irgendwas, damit die Kugel auf jeden Fall nicht wegrollen kann. So, und dann setzt er die drauf. Und das lasst er dann auch was trocknen. Das ist eigentlich schon nach, naja, ein paar Stunden ist das auf jeden Fall trocken. Lieber ein paar Stunden mehr warten wie zu wenig. Und wenn das dann halt trocken ist, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn die nächste Hälfte gemacht wird. Und dann fangen wir an mit den richtigen Farben. Kann man dann variieren, aber das seht ihr ja gleich. So Leute, weiter geht's mit der zweiten Seite. Dasselbe wie beim ersten Mal. Das Silikon. So. So. Und anmischen. Ja. Ja. Irgendwie nicht. Ein bisschen zu. Jetzt schon ein bisschen dickflüssiger zu geworden zu sein. Naja, gut. So. Ganze mischen. So. Und dann nehmen wir die Kugel. Dann das Ganze wieder. Vielleicht kann man gut sehen. Ja. Ja. So. Und dann gehen wir wieder mit dem Finger hin. Oh, das wird vom Finger abgegangen. So. Und das immer denselben Handschuh nochmal benutzen. So. Ich hoffe, dass man das wieder gut sehen kann. So. Ich glaube, so kann man vielleicht besser sehen. Schon mal ganz gut aus. Hier noch ein bisschen. Wie ihr seht. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Ja. Und oder das Ganze wieder hinstellen und lasst das wieder trocknen. So Leute, es geht weiter. Mittlerweile ist alles trocken. Wie ihr seht.
schon so ein bisschen aus. Jetzt kann man halt hingehen, noch verschiedene Farben drauf machen. Ich werde mich mal für zwei entscheiden. Und zwar einmal ein bisschen orange und noch ein bisschen gelb. Wir werden das wahrscheinlich auch direkt ein bisschen mischen. Ich will mal einen neuen Effekt ausprobieren. Mal gucken, wie es aussieht. Ein bisschen orange hier. Andere Seite ein bisschen gelb. Ja, wenn es mal rauskommt. Hier wird es nicht. Na, und. Na, nicht schlimm, in dem Fall nehmen wir halt ein bisschen. Oh, das scheint irgendwie ein bisschen trocken zu sein. Daran kann es dann vielleicht liegen. Mal wieder so der typische Vorführeffekt. Und schon läuft's. Sehr gut. So. Wie gesagt, nicht flächendeckend Akzente setzen. Ich hoffe, man kann gut sehen. So. 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 Schau mal. Sieht das schon ganz gut aus. Ist ein bisschen dick. So Leute, jetzt geht es an die zweite Hälfte. Das ist alles trocken soweit. Ging relativ flott. Machen wir noch ein bisschen. So wie vorhin. So. Ein bisschen Farbe. Jetzt habe ich den Finger voll geschmiert. Gott sei Dank trägt man dann eine Handschuhe dabei. So, einfärben. So. Andere Seite und dann wieder drauf. Nehmen wir mal wieder ein bisschen was nach. Irgendwo zu dick ist, wieder runter machen. Dann wieder ein bisschen verteilen, so wie jetzt hier. Macht man einfach nochmal so ein bisschen drüber. So. Wie gesagt, geht ziemlich einfach. Meiste Zeit ist eigentlich wieder eine Trockenzeit. Die eigentliche Arbeit ist eigentlich relativ schnell gemacht. Wenn man weiß, wie es geht, die Materialien halt zur Hand hat. So sieht das Ding dann schon mal aus. Dann lassen wir das wieder so 1-2 Stunden trocknen. Und dann schauen wir mal, wie er aussieht, wenn er fertig ist. Hier haben wir noch ein paar Stellen, da kann man noch ein bisschen drüber machen. So, jetzt lassen wir trocknen. Bis gleich. So Leute, soweit alles trocken. So, prinzipiell, ihr hört, weich, irgendwo so noch, ist sehr gut. Dann geht nämlich die Luft raus. Dann geht er hin. Das ist jetzt für nachts zum Beispiel. Dann guckt er, ob der hier irgendwo diese Kante findet. Vom Kleben, so hier. Dann macht er da so einen leichten Schnitt rein. Ein bisschen fricklich. So 4-5 cm, nicht so groß. So. Ja, kann man so jetzt nicht so gut sehen, so hoffe ich. Dann könnt ihr an der Stelle ein Knicklicht reintun, damit ihr die Sachen im Dunkeln auch wiederfindet und sie ein bisschen leuchten. Das wird gut für die Optik. So, dann haben wir so gut wie durch. Jetzt gleich testen wir noch, ob das Ding auch funktioniert zum Werfen.
So, soweit fertig. Funktioniert das Teil? Mal ausprobieren. So, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Dinger so selten baue. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.